Heute machen wir nicht nur eine Roomtour in einem Offroad T5, sondern besuchen auch die interessanten Menschen, die darin leben und reisen. Wenn dich das Thema Vanlife interessiert, also das Leben und Reisen in einem Van, in deinem Wohnmobil, und du dich fürs Reisen allgemein interessierst, zum Beispiel für unsere Reise von Argentinien nach Alaska, dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und gib dem Video doch schon ein Like, wenn du dich darauf freust. Gut, dann starten wir. Das sind Nicole und Pete, zwei Langzeitreisende aus der Schweiz. Und das ist ihr Van Piccolo. Und gemeinsam sind sie die Swiss Overlander. Nicole und Pete, wo steht ihr gerade bei eurer Reise? Ja, wo stehen wir? Hoffentlich noch am Anfang unserer Reise. Wir haben vor rund 5 Jahren entschieden, dass wir unser traditionelles Leben in der Schweiz gegen ein Leben im Bus tauschen möchten und das mal ausprobieren, ohne irgendwie große Vorstellungen, wie weit das dann gehen wird. Und sind jetzt seit Mai 2018 mit unserem Piccolo, wie wir ihn nennen, unterwegs. Begonnen haben wir in Europa. Wir waren zuerst in Island, Norwegen, Finnland und dann fuhren wir runter nach Marokko. Und im Oktober 2019 sind wir dann mit unserem Piccolo nach Südamerika verschifft. Seit dieser Zeit touren wir hier in Argentinien rum. Das heißt, Touren ist ja im Moment nicht so möglich. Seit 9 Monate lang waren wir in Quarantäne. In Chilecito, La Rioja, das ist im Nordosten von Argentinien. Und haben uns da halt, ja, wohl oder übel niedergelassen. Aber es war kein großes Übel, es hat uns sehr gut gefallen und wir haben uns sehr gut eingegliedert da. Die Leute haben uns sehr gut aufgenommen und wir fühlten uns wirklich rundum wohl. Sehr schön. Genau. Und bevor wir jetzt uns euren Piccolo genau anschauen, erzählt mal was darüber. Was ist es für ein Auto genau? Wie ist das Modell, der Umbau? Unser Piccolo ist ein Werz und wir haben den eigentlich so gekauft, ein bisschen verfeinert noch, so dass es für uns noch besser stimmt. Es hat ein Klappdach, ein Hubdach, der Piccolo. Es ist ein T5, Modell VE T5 Transporter, ausgebaut als Camper mit Küche, Möbel etc. sieht man noch später. Ein 4x4 Fahrzeug, für uns wichtig, weil wir die letzten 300 Meter halt auch fahren wollen. Und macht das Abenteuer ein bisschen größer, ja. Und das ist also ein T5 von Werz ausgebaut. Ähnlich mit California, aber halt anders, ein bisschen eine andere Qualität. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden soweit damit, ja. Sehr gut, ja, dann schauen wir uns mal den Piccolo von innen an. Ja, hier haben wir einen 45 Liter Kompressorkühlschrank. Gleich darüber unser Spülbecken, was man ein- und ausklappen kann. Was sehr komfortabel ist, weil wir haben eine relativ schmale Küchenzeile, was auch ein größeres Raumgefühl gibt im Auto. Und wenn wir das nicht brauchen oder beim Fahren, dann klappen wir das einfach wieder rein. Sonst haben wir es aufgeklappt. Hier hat Pete eine Spardüse rangemacht, weil wir haben nicht unbegrenzt Wasser dabei und ich bin vor allem diejenige, die dann ohne Ende Wasser braucht und dann hat er mir eine Spardüse rangebastelt, damit ich auch beim Abwaschen ein bisschen weniger Wasser brauche. Genau. Hier haben wir einen 2-Flammen-Kochherd, den wir auch rausnehmen könnten und draußen benutzen könnten mit einer Gasflasche. Aber wir haben noch eine separate Gasflasche mit einem Kocher drauf, damit wir nicht jedes Mal, wenn wir draußen kochen wollen, diesen rausnehmen wollen. Weil, ja, meistens kochen wir ja auch draußen. Wir sind Schönwettercamper und schauen, dass wir dem schönen Wetter nachgehen. Und dann bietet sich das an, draußen zu kochen. Genau. Aber es ist natürlich super,
dass man drinnen auch so die Möglichkeit hat zu kochen. Dann haben wir hier ja, Geschirrschublade mit Besteck und allen Küchenutensilien, die die Frau halt so braucht. Hier haben wir das Geschirr, Kaffeetassen, Holzbretter, Schneidebretter. Hier unten ist ein Teil unseres Lebensmittelvorrates mit ja, verschiedenen Sachen, auch Süßigkeiten, Schokolade. Schmelzt auch bei 30 Grad nicht. Genau. Hier haben wir den Schalter für unseren Warmwasserboiler. Wir haben unter diesem Sitz einen kleinen Boiler. Und ja, das verwenden wir, um warm zu duschen, weil wir sind Warmduscher. Das ist ein Luxus, den wir uns gönnen. Hier haben wir einen Kleiderschrank. Hier sind alle unsere Kleider drin. Noch mehr Vorratsschrank wie Pfannen, kleine Schalen. Unter dem Sitz haben wir auch noch 2 relativ große Staufächer. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie viel Platz wir haben. Ja, Gewürze, so Teebox, Weingläser, ja, alles, was man halt so braucht. Hier haben wir einen schwenkbaren und klappbaren Tisch. Den verwenden wir sowohl drinnen als auch draußen, wenn wir ja, Mittagshalt machen, ein bisschen picknicken und ein bisschen stehen mögen, dann stehen wir draußen, machen hier unser Picknick und ja, genießen halt einfach das Ganze. So, der ist klappbar. Man kann den auch wegnehmen, eigentlich gehört er hier ran, aber wir lassen den meistens stehen, schnallen ihn auch an beim Fahren, dass er wirklich gut hält. Ja. Das hier ist unsere Trockentrenntoilette. Das war vor allem für mich ein Muss, ja, weil ich muss halt oft aufs Klo, vor allem auch nachts. Und ja, das war so die Bedingung, dass wir das halt haben, wenn wir unterwegs sind. Anfänglich hatten wir ein Porta Potty, aber wir haben dann schnell gemerkt, dass es relativ schwierig wird, die Toilettenkassette auch zu leeren und sind dann relativ schnell auf eine Trockentrenntoilette umgestiegen. Diese hier hat Piet selber gebastelt. Wir haben einen Einsatz bestellt von Kidwick. Das kann man im Internet bestellen. Und Piet hat dann die Dimensionen ausgemessen, auch so, dass wir das WC noch benutzen können, falls wir unser Bett nach vorne ziehen. Es gibt ja immer wieder mal die Möglichkeit, dass wir unten schlafen müssen, sei es wegen Wind oder ja, vor allem wegen Wind. Und dann wollten wir einfach genügend Platz haben, dass wir die auch drinnen lassen können. Der Kloring, den haben wir im Baumarkt gekauft, den haben wir dann darauf verbaut. Und hier haben wir 2x3 Liter Kanister, wo wir den Urin sammeln. Wir wechseln den auch jeden Tag. Schon klar, wenn wir die Toilette zu haben, dann riechen wir nichts. Aber für uns ist es einfach angenehmer, ja, wenn wir fahren, nicht, dass noch etwas verschüttet. Und vom Platz her sind wir so gut mit diesen 2, 3 Litern Eimern unterwegs, dass wir auch gut wechseln können, falls es mal knapp wird. Genau. Hier, das lasse ich mal. Hier haben wir, wie sagt man dem? Hamsterstreu, sagen wir in der Schweiz. Wenn wir dann Nummer 2 hier hinten verrichten, dann können wir mit dem Streu dies abdecken und der Streu dient auch dazu, den Geruch von Nummer 2 dann vom Festen im WC ein bisschen aufzusaugen. Und ich habe selber gestaunt, also es funktioniert anatomisch eigentlich ganz gut, auch für die Frau. Ich musste am Anfang ein bisschen
wissen, wie ich mich hinsetzen muss, aber mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr. Wir duschen ja hauptsächlich draußen. Wir haben auch schon drinnen geduscht, aber das ist eher Seltenheit. Und dafür hat Piet einen 5 Meter Schlauch gebastelt. Natürlich mit, wie kann es anders sein, mit System, was wir hier anstecken können. Und hinten hätten wir auch noch einen Stecker. Wir könnten auch hinten andocken und draußen duschen. Aber hinten haben wir nur kaltes Wasser. Und wir sind ja Warmduscher und deshalb brauchen wir vorne diesen Steckanschluss. Und der Sinn des 5 Meter Schlauchs ist, je nachdem wie der Wind weht, können wir hier draußen oder hier draußen oder da hinten draußen duschen. Und so haben wir eigentlich rundherum ums Auto die Möglichkeit, je nachdem wie die Wetterverhältnisse sind, in optimalem Windschatten auch zu duschen. Genau. Unser Bett ist oben im Van. Wir können einfach dieses Brett hier runterklappen und hier raufsteigen. Oben ist eine 7 cm dicke Matratze und die Dimensionen vom Bett sind 2 Meter mal 1,10, also die Matratze. Aber wir haben hier auf der Seite noch ein bisschen für die Ellenbogen Freiheit, bis dann der Zeltstoff anfängt und das sind dann so 1,29 ungefähr, genau. Und zu 95% schlafen wir oben. In Patagonien, wenn es sehr windig ist, dann haben wir unten noch die Möglichkeit, unser Bett auszuziehen und uns unten gemütlich zu machen. Genau. Oben ist, das fühlt sich eigentlich an wie in einem Zelt. Ist auch kein Problem, wenn es regnet. Also das hält wirklich was aus. Und von daher bevorzugen wir es eigentlich schon, oben zu schlafen. Es ist auch super bequem mit dieser Matratze, die wir drin haben. Und genau. Wir fühlen uns wohl da oben. Unser Auto ist ein Volkswagen T5.2, Jahrgang 2015, 2 Liter Diesel mit 140 PS, Euro 5. Es ist ein 4x4. Wir haben 4x4, das ist automatisch bei dem Modell, also man muss nicht 4x4 drin, sondern er kommt automatisch, wenn er gebraucht wird. Das Einzige, was ich zusätzlich manuell mit Knopfdruck dazu einschalten kann, ist ein Differentialsperre hinten. Das hat uns bis jetzt eigentlich, wir brauchen sie selten, aber wir haben sie gebraucht und es hilft einfach so über Absätze rüber zu fahren oder wenn mal 2 Räder in der Luft sind, dann hilft es, dass wir weiterkommen, wenn wir mal irgendwo durch ein Flussbett oder so fahren müssen. Ja, das ist das, was der Antrieb betrifft. Wir haben ein höheres Fahrwerk drin, stärkeres Fahrwerk, also ein HD nennt sich das und es ist einfach stärker, weil es dann halt oft ab und zu mal auf 2 Rädern oder 3 Rädern steht oder viele Schläge hier in Südamerika abbekommt aufgrund der schlechten Straßen. Wir haben das noch neu eingebaut, das ist schon das zweite, bevor wir nach Südamerika kamen mit dem Auto, um sicher zu sein, dass wir möglichst lang ein gutes Fahrwerk haben, weil das alte war ein bisschen undicht. Nicht kaputt, aber ein bisschen undicht. Gut, was haben wir noch? Wir haben größere Räder am Auto. Wir haben etwa im Durchmesser 5 cm größere Räder. Die Dimension ist 225, 75, 16. AT-Reifen, das sind Offroad-Reifen, extra verstärkt. Wir hatten noch nie Probleme. Die sind die auf der Seite vom Reifen und auf der Lauffläche ist es etwa 3-mal so dick wie ein normaler Reifen. Und wenn da spitze Steine kommen, wir hatten noch nie Probleme und noch nie einen Plattfuß. Touchwood, hoffentlich bleibt so. Hier vorne ist alles schön eingepackt. Hier ist die Starterbatterie, ganz normal. Was speziell ist hier vorne sind hier, man sieht es hier nicht, aber doch hier sieht man, Entschuldigung, die erhöhte Achsentlüftung. Das heißt, wenn wir durch Flüsse fahren, zum Beispiel in Island oder manchmal auch hier sind sie nicht so tief, aber in Island waren sie zum Teil 70, 80 cm tief. Und dann ist es gut, wenn man eine erhöhte Achsentlüftung hat, damit kein Wasser ins Differential kommt. Das ist ein bisschen speziell, sind wir sehr froh, dass wir das haben. Wir brauchen es wirklich ab und zu. Was wir noch haben, ist hier
das spezielle Rohr für den Schnorchel. Das heißt, er saugt die Luft etwa auf 2 Meter Höhe an für den Motor. Da kommt weniger Staub rein, und kein Wasser, wenn man durch die Flüsse fährt. Das ist viel sicherer für den Motor. Und der Motor, ihm geht es ein bisschen besser, gesündere Luft auf 2 Meter Höhe. Was noch speziell ist, wir haben da unten Aluminiumschutzplatten, dass wenn Steine davon fliegen oder wir irgendwo mal auf einen Stein rauffahren im Fluss, haben wir da vorne und hinten beim Differential unter dem Auto haben wir Aluminiumschutzplatten, damit die Technik nicht kaputt geht. Hatten wir auch noch nie Probleme. Was haben wir noch technisch? Es ist ein manuelles Getriebe, also kein Automat. Wir müssen arbeiten beim Fahren. Und es ist auch noch das kürzere Getriebe drin. Man kann nicht das Original, sondern ein kürzeres Getriebe von Cycle. Das macht extrem viel Sinn, wenn man viel schlechte Pisten fährt oder Offroad. Dann ist das sehr vom Vorteil, um die Kupplung zu schonen und auch wirklich langsam zu fahren, damit das Auto möglichst geschont wird. Ja, das ist in etwa die Technik von unserem Auto. Funktioniert gut, auch hier in Südamerika. Seid ihr vorher schon mit einem anderen Van gefahren oder hattet ihr ein anderes Wohnmobil vor dem Piccolo? Ja, wir waren 2015 schon mal hier für 5 Monate. Da hatten wir einen Nissan Pathfinder, auch 4x4 mit Automat. Und da haben wir einfach im Auto geschlafen und draußen gelebt. Und jetzt können wir auch drinnen leben. Wir haben ein bisschen mehr Platz. Zu Hause hatten wir, vor dem Piccolo hatten wir einen Hümmer. Der Name war Grossi. Das war beim Vorgänger schon so, Vorbesitzer. Es war ein altes Grossi, 17, 18 Jahre alt. Und wir hatten das ungefähr 2-3 Jahre. Und als wir von Südamerika zurückkamen 2015, hatten wir das Gefühl, das Grossi ist viel zu groß, wir haben zu viel Platz. Auch wollten wir 4x4, ein bisschen mehr Abenteuer. Dann haben wir das Grossi verkauft und haben uns für den Piccolo entschieden. Jetzt seid ihr also von groß auf klein, umgekehrt wie alle anderen. Downsizing. Genau. Downsizing. Sozusagen, ja. Denkst du, ihr kommt überall damit hin oder hat er doch seine Grenzen? Also jedes Auto hat seine Grenzen, auch der Piccolo. Also wir mit 4x4 kommen möglicherweise weiter als andere ohne 4x4, das ziemlich sicher. Aber irgendwann bleiben auch wir stecken. Das haben wir auch schon oft selber gespürt. Wir sind schon hier und da mal stecken geblieben. Und da muss man sich zu helfen wissen, ein bisschen Wagenheber und Bergungsmittel hervornehmen und dann schauen, dass man wieder weiterkommt oder dass man schaufelt oder jemand einem hilft oder mit den Sandblechen. Wir haben Sandbleche dabei. Die sind ganz wichtig für uns. Wir hatten sie auch schon nicht dabei, hätten wir sie gebraucht. Und jetzt haben wir sie dabei und wir haben sie tatsächlich schon ein paar Mal gebraucht. Zum Glück nicht oft, aber wir haben sie schon gebraucht. Ja. Man lernt dann halt auch vorausschauend zu fahren und vorsichtiger zu fahren, dass man nicht stecken bleibt. Weil es immer ein Haufen Arbeit, bis man wieder weiterkommt. Ja. Ja. Und wir wollen ja das Auto nicht zerstören. Ja. Ja. Also wir haben auf dem Dach 2 Solarpanel draufgeklebt, rund 200 Watt Solarpower. Und sind eigentlich, am Anfang hatten wir noch 110 und seit 1,5 Jahren haben wir 200 Watt und das ist schon besser. Also es lädt schneller, mehr und kommt richtige Energie rein. In unsere Bordbatterie, wir haben eine Lithiumbatterie, das ist wie beim Handy, von 100 auf 0, das ist möglich. Das ist nur bei Lithium möglich, bei keiner anderen Batterie. Zudem haben wir noch einen Ladebooster, da kommt immer konstant viel Strom in die Batterie, wenn der Motor läuft, wenn wir fahren. Also wir haben Solar beim Stehen, sind wir sehr autark, solange wir Sonne haben, haben wir Energie. Was sehen wir sonst noch? Wir haben hier einen umgebauten Fahrradträger, der jetzt ein Lastenträger wurde für das Ersatzrad, für Dryback mit Holzspäne für die Trockentrenntoilette. Wir haben hier eine Alukiste, damit wir alles drin verstauen können, was schmutzig wird. Das heißt Auffahrkeile, Gurten, ein Kessel für das Schmutzwasser unter dem Fahrzeug, ein Haufen Kleinkram, was halt eher ein bisschen schmutzig wird in der Regel. Das ist da drin und hier sehr gut versorgt. Gut, wir haben hier 2 10 Liter Wasserbidon. Da unten haben wir 2 20 Liter Wasserbidon. Insgesamt haben wir 60 Liter Brauchwasser und vorne noch 10 Liter Trinkwasser. Hier hinter dieser Klappe ist der Gaskasten. Da hat es Platz für 2 5 Liter Gasflaschen. Das ist unsere Waschmaschine.
Da drin waschen wir unsere Wäsche. Und wenn wir nicht waschen, ist die dreckige Wäsche drin. Dann weiter haben wir hier unsere Schublade mit einem Haufen Equipment drin. Hier eine Werkzeugkiste, hier ein Backofen, hier eine Gusspfanne für auf dem Feuer kochen, backen. Hier eine Tasche für selber alle Zutaten, dass wir unsere Waschmittel und Deos selber machen können und Haarwaschmittel. Und hier ist unser Wasserfilter MSR 0,02 Mikron. Sind wir sehr zufrieden damit, haben wir seit rund 2 Jahren. Wir haben sehr wenig PET-Flaschen gekauft. Also uns geht es darum, eigentlich PET-Flaschen zu sparen und keinen Abfall zu produzieren und das Wasser, was wir da in den Flüssen und Seen finden, das zu filtern und zu trinken. Ihr seid ja wie wir 9 Monate, das heißt den ganzen argentinischen Lockdown in Argentinien geblieben. War für euch von Anfang an klar, dass ihr hier bleiben wollt oder wolltet ihr wieder zurück in die Schweiz in der Zeit? Nee, eigentlich war es für uns klar, dass wir hier bleiben wollen. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir hier in Argentinien bleiben wollen, ob wir nach Chile wollen, ob wir nach Uruguay zurück wollen, wo wir hergekommen sind. Und da war uns eigentlich beiden sehr schnell klar, nee, wir wollen in Argentinien bleiben. Wieso, kann ich dir nicht sagen. Es war so wie ein Bauchentscheid. Und ja, Bauchentscheide sind in der Regel nicht immer die schlechtesten. Und klar haben wir uns zwischendurch immer wieder Gedanken gemacht, wenn der Präsident wieder verlängert hat und wieder 3 Wochen und dann wieder 4 Wochen, haben wir uns immer wieder gefragt, wäre es jetzt besser in der Schweiz? Und jedes Mal haben wir die gleiche Antwort gehabt. Für uns war es eigentlich immer klar, wir bleiben hier. In der Schweiz ist es auch nicht besser, hatten wir das Gefühl, weil da leben die Leute viel enger aufeinander und wir waren ja, in der Natur. Wir haben eigentlich von daher nicht so wahnsinnig viel gemerkt vom Virus, außer wenn wir einkaufen gingen. Und somit ja, waren wir überzeugt, es ist für uns das Richtige hier. Ja. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt so eine große Reise zu machen und sozusagen in euren Van zu ziehen? Das hat sich eigentlich ergeben, als wir waren ja 2015 schon mal in Südamerika. Und bei den Recherchen auf diese Reise, das waren damals 5 Monate, sind wir auf andere Reisende gestoßen, die in unserem Alter waren und unbegrenzt unterwegs waren. Vorher sind wir gar nie auf die Idee gekommen, länger zu reisen. Wir waren ab und zu mal so 6 Monate weg, mal in Australien, mal in den USA oder eben in 2015 schon mal in Südamerika. Aber da hatten wir eigentlich das erste Mal so, ja, wieso eigentlich nicht? Gute Idee, weil Reisen ist schon seit eh und je unsere Leidenschaft. Und haben gesagt, okay, wieso nicht? Versuchen wir es. Es muss auch nicht für immer sein. Es kann sein, dass nach 2 Jahren wir sagen, ja, nee, das war's jetzt, war schön, aber wir wollen wieder zurück in unser altes Leben. Und ja, einfach mal den Versuch wagen und ja, gehen. Genau. Einfach los. Einfach los. Das ist das Schwierigste, glaube ich, den Entschluss fassen zu gehen. Nachher geht alles von alleine. War bei uns auf jeden Fall so. Okay. Und wie finanziert ihr euch die Reise? Ja, das ist, als wir dann 2015 hier waren und dann weiter planten, dass wir dann doch länger mal unterwegs sein wollen, haben wir dann das eine, nach dem einen kommt das andere, dann investiert man halt vielleicht nicht mehr so viel, man spart dann automatisch, wir haben auch bewusst gespart und durch das, dass wir auch ja, vielleicht kein neues Sofa mehr gekauft haben und so, weil wir wussten, irgendwann wollen wir auf diese Reise unser Leben verändern und macht ja keinen Sinn zu investieren und dann wieder das Ganze wegzuschmeißen oder zu verkaufen. Ja, halt gespart, investiert und wir leben eigentlich vom Ersparten und vom Investierten. Das ist unser Geheimnis. Und könnt ihr euch noch vorstellen, überhaupt wieder ein normales Leben in der Schweiz zu führen? Wollt ihr wieder so zurück in ein normales Leben oder kommt das gar nicht mehr in Frage für euch? Also wir schließen es nicht aus. Im Moment haben wir das Bedürfnis nicht, aber es könnte durchweg sein, dass wir eines Tages sagen, es reicht jetzt, im Busch zu leben und im Auto zu leben und wir wollen wieder ein anderes Leben. Ob das wieder gleich ist wie vorher, das weiß man ja auch nie, aber es kann durchwegs anders sein als heute.
Aber im Moment haben wir überhaupt nicht das Bedürfnis und wir haben das Gefühl, wir sind immer noch am Anfang von dieser Reise, von unserer neuen Lebensart. Und das genießen wir natürlich sehr, aber wir schließen nichts aus. Aber wir könnten uns auch vorstellen, diese Lebensart, wie wir sie jetzt leben, in der Schweiz zu leben. Also es ist völlig unabhängig eigentlich vom Ort. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Oder mal ein bisschen Europa, ein bisschen Südamerika. So. Ja, da sind wir sehr offen. Und ja, mit Corona hat man ja gemerkt, dass mit Planen nicht so gut ist. Genau. Und wir lassen es auf uns zukommen. Die Welt ist spannend. Genau. Wir wollen sie entdecken. Und es gibt auch noch viel zu sehen auf dieser Welt. Und daher lassen wir es mal offen. Und Gibt noch was zu tun. Genau. Ja, vielen Dank, war wirklich spannend mit euch zu sprechen und den Piccolo kennenzulernen. Ja, vielen Dank und gute Reise. Danke euch. War euch. sehr spannend. Und Auch danke gute für Reise. euer Interesse an unserem Piccolo. Danke. Du kannst Nicole und Pitt, die Swiss Overländer, natürlich auch begleiten. Sie haben Instagram, Facebook, eine interessante Webseite und auch YouTube. Wir werden natürlich alles unten verlinken und vergiss nicht, sie zu abonnieren, zu folgen und die Berichte zu lesen. Und vergiss auch nicht, uns zu abonnieren, denn auch wir werden noch sehr viele interessante Videos für dich machen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.